Seid willkommen in der Ausstellung Die Illusion der Realität – Fotografische Positionen in der Stuttgarter Galerie Schlichtenmeier. Wie künstlich bzw. künstlerisch oder natürlich ist die Kunst und wie steht es mit der Natur? Die Frage drängt sich auf in dieser Abteilung der Ausstellung. Wir sehen eine Auswahl aus dem vielseitigen Werk von Lucia Simons. Links erkennt ihr ein Beispiel ihrer Werkreihe Stockage. Diese Arbeiten sind nicht fotografiert, sondern gescannt. Wenn ihr genau drauf schaut, seht ihr, dass man die Blumen so gar nicht arrangieren könnte. Die Tiefenschärfe und der Bildaufbau sind anders, der prozesshafte Charakter wird stärker sichtbar. Gegenüber diesem digitalen Barock, wie Lucia Simons diese Serie beschreibt, sind die experimentellen und extrem sinnlichen Aufnahmen mit der Camera Obscura noch geheimnisvoller. Der Schlüssellochreiz verbotener Früchte wird hier augenfällig. Ob Kunstfoto oder Fotokunst, die Bilder der brasilianischen Künstlerin bestechen durch ihre prächtige Unmittelbarkeit und ihre technische Perfektion. Camille Leberer hebt das florale Element ganz auf die künstlerische Ebene. Er schafft mit teils installativen, konzeptionellen und experimentellen Elementen Gedankenräume, die einmal noch Motive aus der Natur mit einbinden, zum anderen jedoch hochästhetische Weltbilder selbstreflexiv entwickeln. Hier chiffrenhaft deutlich in dem sinnfälligen Motiv des Rückspiegels. Wenn wir schon bei den Gedankenräumen sind, möchte ich euch die Arbeiten der ungarischen Künstlerin Sara Sebastian vorstellen, die ihre formalen Wurzeln in der konstruktivistisch-experimentellen Fotografie hat. Ihre Motive findet sie oft im architektonischen Umfeld, im Ergebnis entstehen jedoch eigenständige, monochrom oder farbig changierende, minimalistisch gestaltete Räumlichkeiten. Kommen wir nun zu einem der vielen Höhepunkte in der Ausstellung, die einmal mehr zeigen, dass Fotografie nicht nur mit Licht und Raum, sondern auch mit Zeit zu tun hat. Wie aus der Zeit gefallen wirken die Fotoarbeiten Elger Essers, die anmuten, als seien sie in den Anfangsjahren der Fotografie im 19. Jahrhundert entstanden, und zugleich sind die Aufnahmen hochkomplexe Ergebnisse der gegenwärtigen Fotokunst. Der passionierte Sammler historischer Ansichtskarten weiß, die heutige Zeit in einen magischen Bannstrahl der Vergangenheit zu setzen. Wer sieht hier auf den ersten Blick die urbane Stadtsituation mit Autoverkehr? Der Retroblick folgt der Proustschen Philosophie der verlorenen Zeit, die es zu suchen gilt. Esser, einer der wichtigsten Absolventen der legendären Becher-Klasse in Düsseldorf, versteht es, die Magie eines Raumes, eines Ortes auf die Bildträger zu bannen. In meiner Arbeit, so Esser, lebe ich in einer anderen Zeit, übrigens ganz im Vertrauen auf die vordigitalen Techniken. Diese Zeit ist nur durch die Bewahrung oder Neuschöpfung im Kunstwerk zu bewahren, so könnte man das Credo des Fotografen umschreiben. Von hier aus gehen auch wir einen Schritt zurück in die Fotogeschichte des 20. Jahrhunderts und hier gibt es gleich noch ein Highlight im Hinblick auf die Theaterplakatgeschichte. Frieder Grindler gehört seit den 1960er Jahren zu den Pionieren des modernen Theaterplakats. Er schuf zeitkritische Arbeiten, die die Grenze zwischen Gebrauchskunst und freier Kunst aufhoben. Das heißt, ihr könnt hier dem spektakulären Einfall, der technisch brillanten Ausführung oder dem überraschenden Bildwitz folgen, ohne das dahinterstehende Stück zu kennen. Oder ihr geht in die Tiefe der Deutung im Einklang mit den Autoren, etwa Friedrich Dürrenmatt, Peter Handke, Federico García Lorca und ihrer titelgebenden Stücke. Viele von Grindlers Plakaten wurden legendär. Mit diesem ehrenvollen Titel gehen wir weiter zu den Fotoarbeiten von Hannes Kilian, die oft jedoch im Schatten seiner tatsächlich auch legendären Ballettfotografie standen.
Die Gunst des Augenblicks wird von Hannes Kilian mit einem großartigen Gespür für das Besondere erfasst und mit einer anspruchsvollen Ästhetik verbunden. Spontaneität und Gestaltungswille gehen bei ihm in eins. So bleibt bei aller Objektivität stets ein Bekenntnis zur subjektiven Wahrnehmung der Außenwelt. Der Grafiker und Maler Anton Stankowski gehörte, bevor er zu einem der innovativsten Gebrauchsgrafiker wurde, seit den späten 1920er Jahren zu den Pionieren einer experimentellen Fotografie. Nach seinem Studium an der Essener Folkwang-Schule suchte er Kontakt zum Bauhaus sowie am Konstruktivismus, später dann zur neuen Fotografie in der Schweiz. Seine Bildsprache ist gekennzeichnet durch die Freude am Zufall wie an der optisch gestalteten Rhythmisierung, aber auch an zeitkritischen Fragen. Von vielen seiner frühen Fotografien gingen Impulse aus, die das ästhetische Empfinden noch des späten Druckgrafikers prägten. Fotografie und Druckgrafik haben auch eine gemeinsame Geschichte, die über die Reproduktionsfrage hinausgeht. Die Unikatarbeiten von Ulrich J. Wolf stehen in einer spannenden Tradition, die nach 1960 als sogenannte Fotografik ihren Weg in die Kunstgeschichte machte. Andy Warhol verknüpfte die Fotografie mit dem Siebdruck, Franz Gertsch mit dem Holzschnitt. Wolf kombiniert hier in der Nachfolge der alten Heliogravüre das Foto mit der Radierung, das heißt der Aquatinta, und konfrontiert die realen Motive Architektur oder Natur fallweise mit reinen Farbstreifen im Siebdruck. All diese fotografischen Positionen, denen hier noch die Arbeiten des Bildhauers Wilhelm Loth und die Lochkamerabilder des Schauspielers Hans Zischler hinzugefügt werden können, ergeben ein Panorama der Fotografie, die unzählige Facetten der Lichtbildnerei bieten. Damit endet der kleine Rundgang. Die Ausstellung, die am Eröffnungswochenende auch sonntags geöffnet ist, dauert bis zum 5. Dezember. Deshalb haben wir auch einen Nikolaus in der Präsentation versteckt. Viel Spaß beim Suchen. In Schloss Detzingen zeigen wir noch bis zum 28. November die Ausstellung Tanz ist Verwandlung anlässlich des 90. Geburtstags von Gerlinde Beck. Wir freuen uns auf euren Besuch.